Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreuz Dame. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich begrüße alle neuen Zuschauer, die meinen Kanal entdeckt haben, recht herzlich und natürlich auch alle meine Abonnenten, die schon länger meinen Kanal folgen. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein Monatsupdate für euch, und zwar ein 2-Monats-Update von den Monaten Februar und März. Im Februar gab es ja kein Update, denn da war ich ja im Urlaub. Ja, 3 Monate sind wieder vorbei. Wir haben ja jetzt April. Die Zeit rast dahin. Und heute möchte ich euch zeigen, was ich in den letzten 2 Monaten geschafft habe. Ich habe zum einen Kreuzstickprojekte für euch zu zeigen und danach noch Perlenstickprojekte. Und danach abschließend möchte ich euch noch meine Pläne erzählen für die nächsten Monate. Also da wird sich doch ein bisschen was ändern bei mir. Also bleibt dran, denn das wird dann nochmals interessant. Ich werde starten mit den Kreuzstickprojekten, also von den kleinen Projekten bis zu den großen Projekten, danach die Perlenstickprojekte. Ja, tatsächlich habe ich nicht so viel geschafft, wie ich mir erhofft habe in den 2 Monaten, aber ihr werdet das gleich sehen. Ja, dann starte ich auch schon, und zwar mit dem ersten Projekt. Das habt ihr ja in der letzten Stickzeit gesehen. Das kann ich euch nicht einblenden, darum habe ich hier den Teil der Verpackung. Und zwar habe ich begonnen an den Osterhasen zu sticken, den Osterhasen auf Plastik-Canvas. Ich zeige euch mal, wie weit ich da jetzt bin. Und das sieht jetzt so aus, also so viel kann man noch nicht erkennen. Ich komme ein bisschen näher. Ja, wir haben ja gemeinsam gestickt hier an diesem Ohr, also mit einer Farbe. Und ich habe dann noch ein bisschen weiter gestickt. Ja, das Motiv, es ist dieser Osterhase mit der Pusteblume. Und was ihr hier seht, ist hier oben das Ohr. Ja, wie gesagt, es ist Plastikstoff, also sofern man es als Stoff bezeichnen kann. Es ist 14 Count und ich habe das Ganze gekauft bei Butinette schon circa vor einem Jahr. Und ja, die Marke heißt, ihr könnt es hier lesen, Orchidea. Ja, tatsächlich ist es nicht einfach, auf diesem Plastik-Canvas zu sticken, denn ja, man kann da keinen Stickrahmen einspannen, und ich sticke eigentlich immer mit Stickrahmen. Ja, und zum anderen, man kann ihn auch nicht wirklich gut in der Hand halten, da er wirklich sehr starr und steif ist, dieser Stoff. Man kann das sehr gut erkennen, also man kann ihn wirklich nicht gut falten. Ja, ein kleines Projekt, aber das täuscht, denn es ist doch etliches daran zu sticken. Es hat danach auch noch Backstitches. Insgesamt haben die Osterhasen 27 Farben. Ja, also der Anfang ist gemacht bei meinem ersten Projekt. Viel kann man nicht erkennen, außer vielleicht ein bisschen das Ohr des Osterhasen. Ja, dann dieser Osterhase ist links oben, also das ist genau in der Anleitung angezeigt, wo man die Hasen auf dem Stoff sticken soll. Ja, und danach wird das Ganze ausgeschnitten und dann könnte man es aufhängen. Aber bis dahin ist ja noch ein weiter Weg. Ja, mein erstes Projekt, die Osterhasen auf Plastik. Ich habe hier nebenbei meine Unterlagen, da muss ich immer ein bisschen drin blättern, damit ich euch was erzählen kann zu den
Projekten. Das nächste Projekt ist die schlafende Katze oder auch genannt The Sleeping Cat. Ich habe euch ja damals gefragt in einem Video, welches dieser runden Bilder ich starten soll. Also zur Auswahl stand ja die Winterstadt und die schlafende Katze. Und die Mehrheit hat sich für die schlafende Katze entschieden. Ich blende euch hier wieder auf der rechten Seite ein, also so ein Vorschaubild. Und falls es eines gibt, auch ein Vorherbild. Also in diesem Fall gibt es kein Vorherbild, denn ich habe es tatsächlich neu gestartet, jetzt in diesem Monat, also im März. Und ja, es heißt korrekt The Sleeping Cat. Es ist von dem Designer Stitching Land. Und ich habe es im Rahmen einer Kooperation mit 5 Stitch erhalten, also ihr könnt es ja hier lesen. Ich sticke es auf 16 Count und ja, das Bild hat 18 Farben und es sind tatsächlich keine Mischfarben dabei, sondern wirklich nur einfache Farben. Ich zeige euch das mal aus der Nähe, wie das aussieht. Also von der Katze sieht man noch nichts. Und ja, aber die Farben sind sehr kräftig und man kann sehr gut erkennen, was ich schon gestickt habe. Ja, sie wird 150 mal 150 Stiche groß, natürlich ein bisschen weniger. Da es ja ein rundes Bild ist, wird an den Ecken natürlich nicht gestickt. Aber sie kommt, also das, was man sehen kann, das ist ja eher der Hintergrund, kommt schon sehr gut raus. Ja, und die Katze kann man hier am Vordruck auch schon sehr gut erkennen. Und ja, hier habe ich tatsächlich schon ein bisschen angefangen. Moment, meinen Zeigestab. Und ja, ein bisschen von Fell zu sticken. Ja, hat Spaß gemacht, da es eben keine Mischfäden hat und es hat auch kein Konfetti. Es sind tatsächlich Farbwechsel drinnen, aber es lässt sich sehr gut sticken. Ich sticke hier Cross Country, sprich ich sticke immer den Faden zu Ende. Also eines der wenigen Bilder, wo ich nicht backe. Ja, das war dann der Sleeping Cat. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Wie gesagt, es ist ein Neuanstich gewesen in diesem Monat. Ja, kommen wir gleich zum nächsten Projekt, das ich euch zeigen möchte. Und das nächste Projekt ist ein alter Bekannter, eines meiner Lieblingsprojekte, der Erdbeerzwerg. So, ich hoffe, ihr seht wieder eingeblendet, wie er einmal aussehen soll. Und dann solltet ihr auch noch ein Vorherbild haben, denn da gibt es auf jeden Fall eines, denn ich habe ihn ja schon im April des letzten Jahres gestartet, also 2025. Und ja, der Erdbeerzwerg ist von der Marke Spring. Ich habe ihn damals gekauft bei Biggest Craft und der Erdbeerzwerg hat 58 Farben und noch 4 Mischfarben. Ja, er wird 217 mal 217 Stiche groß, aber wie ihr seht, es ist ein Teilbild, das heißt, der Hintergrund wird nicht gestickt. Ja, ich habe ihn eigentlich jedes Monat in die Hand genommen und daran weitergearbeitet. Und ja, in den letzten 2 Monaten habe ich hier den Bart und die Haare fertiggestellt. Dann habe ich hier noch an der Mütze gearbeitet, ein bisschen hier am Ärmel und hier habe ich begonnen mit der Erdbeere sie zu sticken. Ja, ich bin jedes Mal ganz sprachlos, wie toll er rauskommt.
Also unglaublich toll, also wirklich toll. Also falls ihr ihn auch schon gesehen habt, bei Heikes Sticklabor, sie hat ihn ja mittlerweile fertig. Also nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Finish. Und ja, ich freue mich natürlich auch, wenn er irgendwann fertig wird. Wenn ich ihn wieder zur Hand nehme, werde ich jetzt hier in diesem Bereich anfangen zu sticken und mich dann nach rechts weiterarbeiten. Ja, und dann ist er auch schon fertig, der Erdbeerzwerg. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts dazu zu sagen. Auch hier sticke ich Cross Country und bake nicht, sondern sticke den Faden zu Ende. Ja, das war der Erdbeerzwerg. Übrigens, so sieht er von hinten aus, falls es jemand interessiert. Ja, meine Rückseite. Dann mein nächstes Projekt. Ja, mein nächstes Projekt ist das Fokusprojekt für dieses Jahr. Ja, und was soll es natürlich sein? Es ist der Heaven and Earth Soul. Ich bringe ihn tatsächlich ganz ins Bild, das freut mich. Ja, der Heaven and Earth Soul 2026. Es gab ja auch die letzten Jahre davor einen Soul. Und zwar sticke ich da am Stone Cottage Keep. Man konnte sich ja für ein Muster entscheiden. Es gab 12 Muster zur Auswahl. Ja, das Stone Cottage Keep hat 87 Farben und ich sticke es auf 18 Counter Ida. Ihr seht auf den gegritteten Stoff, also auf einen Easy Count. Und ja, ich habe ihn dieses Jahr gestartet, ganz genau genommen eigentlich am 30. Dezember. Aber ja, das sind 2 Tage im alten Jahr. Und diese 2 Monate, entschuldigt, es ist ja ein 2-Monats-Update, diese 2 Monate sind 13.367 Stiche dazugekommen. Ja, das hört sich jetzt viel an, aber im Grunde genommen 13.000 Stiche, also Kreuze, in 2 Monaten ist nicht wirklich viel. Das entspricht so circa 6.500, 6.700 Kreuze pro Monat und das ist eigentlich sehr wenig. Ja, mittlerweile habe ich ja auch kein Guthaben mehr, also keinen Vorsprung sozusagen. Ich sticke ja immer meine ca. 242 Kreuze pro Tag, aber ja, mittlerweile ist mein Guthaben verschwunden, da ich einige Tage nicht gestickt habe, beziehungsweise habe ich mein Tagessoll nicht erreicht. Ja, aber so sieht er aus. Er kommt ja sehr gut raus, der Heaven and Earth Soul. Tatsächlich bin ich jetzt da unten und es fehlen tatsächlich nur mehr 2 volle Kästchen und hier diese angefangene Reihe und dann habe ich die linke untere Ecke erreicht und dann geht es in der nächsten Spalte weiter. Das heißt, eine Spalte ist immer eine Seitenbreite und es kommen noch 3 Spalten. Die letzte Spalte ist etwas schmäler, da die Seiten dort auch weniger Kreuze haben. Ja, aktuell bin ich bei 23,99%, also 24%. Und insgesamt gestickt habe ich 21.145 Kreuze. Ja, hier ist sehr viel Konfetti in dem Bereich. Da geht es etwas langsamer voran, aber dann, ihr könnt es im Vorschaubild erkennen, beginnt ja hier oben wieder der Himmel, also da wird es dann wieder etwas schneller vorangehen.
Ja, mein Fokusprojekt für dieses Jahr, den werdet ihr natürlich nächstes Monat wiedersehen im Update. Dazu muss ich aber sagen, ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr wieder daran teilnehmen würde. Jetzt mal abgesehen davon, da ich ja jetzt noch nicht weiß, welche Motive zur Auswahl stehen, aber man ist halt doch ja, gezwungen sozusagen, dass man immer regelmäßig am Soll stickt, denn sonst schafft man es wirklich nicht, dass man das Bild bis Ende des Jahres fertigstellt. Ja, aber das Motiv gefällt mir noch immer sehr gut und es kommt wirklich, wirklich toll raus. Mein Stone Cottage Keep. Ja, das war's dann auch schon vom Heaven and Earth Soul. Und wir kommen zum nächsten Projekt. So, ich blättere in meinen Unterlagen. Und auch das ist wieder ein alter Bekannter, und zwar der Otter. Es geht sich nicht ganz aus, ich bringe ihn nicht ganz in die Kamera, aber so müsste man ihn gut erkennen können. Und zwar heißt er Happy Sea Otter. Ich habe ihn damals in einer Kooperation erhalten mit VIP Cross Stitch, aber die Marke ist Painting Fairy Cross Stitch. Der Otter hat 96 Farben, davon sind 40 Mischfarben und 56 einfache Farben. Ja, er wird 250 Stiche breit und 250 Stiche hoch. Es ist nicht ganz ein Vollbild, denn ihr seht hier, die weißen Flächen werden nicht gestickt, aber das ist tatsächlich nur hier oben, denn unten wird alles komplett gestickt. Ja, ihr seht, ich barke hier die Fäden und ich sticke so Block für Block von links nach rechts und dann die nächste Reihe Block für Block. Gestartet habe ich ihn im Juni 2025 und die letzten 2 Monate habe ich 2000 Stiche daran gearbeitet, und zwar habe ich hier diesen Block fertiggestellt. Ja, insgesamt sind das jetzt so ungefähr 21.000 Kreuze. Wie gesagt, ungefähr, denn da oben wird ja nicht gestickt, die weißen Flächen. Ja, aktuell habe ich jetzt so circa 34%, das heißt ein Drittel ist geschafft. Der Otter selbst ist eher schwierig zu sticken, muss ich sagen. Er hat sehr, sehr viel Konfetti, wie man wahrscheinlich auch erkennen kann. Der Hintergrund ist eher einfach, denn da ist viel Color Blocking und das geht sehr schnell voran. Ja, wenn ich ihn wieder in die Hand nehme, werde ich hier natürlich jetzt am Gesicht weiterarbeiten, also den nächsten Block. Und ja, es wird wahrscheinlich wieder langsamer vorangehen, da es eben der Otter ist mit dem vielen Konfetti. Ja, so sieht mein Otter aus. Auch eines der Projekte, die ich eigentlich sehr gern sticke. Zwar nicht immer, denn manchmal nervt mich das ganze Konfetti. Dann wechsle ich gern zu einem anderen Projekt, wo eher Color Blocking oder nur einfacher Farbwechsel ist. Aber er kommt sehr gut raus, also mir gefällt er wirklich sehr gut, der Otter. Ich freue mich schon, wenn man dann mehr von seinem Gesicht sieht. Aber die Augen kommen ja schon sehr gut raus. Auch hier das Fell sieht wirklich toll aus. Mein Otter, der Happy Sea Otter. Ja, auch ein wunderschönes Projekt. So, ich suche wieder in meinen Unterlagen, und zwar sind wir schon bei meinem 6. Kreuzstickprojekt.
eine alte Bekannte, meine Aqua Lady. Ich zeige sie euch jetzt nicht als Ganzes, denn ihr seht, ich bringe sie so und so nicht in die Kamera. Es ist ein sehr großes Bild, denn sie wird 440 Stiche hoch und 314 Stiche breit. Ja, die Aqua Lady habe ich gekauft bei Waterbiz. Und zwar habe ich sie im Januar 2025 gestartet. Sie hat 50 Farben und ich sticke sie auf 16 Count Aida auf einem Vordruck. Ich habe es ja schon öfters in den älteren Videos erwähnt, der Druck ist eigentlich sehr schlecht, sehr verschwommen. Ja, ich kenne jetzt natürlich auch andere Drucke von anderen Firmen und jetzt weiß ich, der Druck ist bei diesem Bild wirklich sehr schlecht. Sandy, die Besitzerin von Waterbiz, hat sich ja damals angeboten, mir das nochmal zu schicken. Ich habe es aber abgelehnt, denn ich hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 25.000 Kreuze gestickt und ganz ehrlich, ich möchte es nicht nochmal starten. Also kämpfe ich mich jetzt mit diesem schlechten Druck durch, aber das ist ja meine Entscheidung. Ja, was ist dazu gekommen? Und zwar habe ich jetzt diesen Block fertig gestickt. Auch hier sticke ich so blockweise. Und dann habe ich hier oben im Gesicht weiter gestickt. Also das kommt jetzt in der Kamera sehr gut raus. Wie gesagt, hier bei diesen Farben bin ich nach wie vor skeptisch, aber dazu muss man wahrscheinlich mehr sehen von dem Bild, um es besser beurteilen zu können. Ja, ich habe 900 Kreuze daran gestickt, also wie gesagt, hier den Block fertig und dann im Gesicht noch 300 Kreuze. Aktuell bin ich bei 23,50%, also noch nicht einmal ein Viertel geschafft. Und insgesamt habe ich tatsächlich schon 32.480 Kreuze daran gestickt. Die Aqua Lady. Also ich finde, sie kommt gut raus. Ich finde hier der Hintergrund könnte ein bisschen besser sein, also der Übergang zwischen den verschiedenen Farben gefällt mir jetzt auch nicht so hundertprozentig. Auch die Haare könnte man noch ein bisschen verfeinern, aber mittlerweile sind ja auch die Bilder von Waterbiz viel besser geworden. Der ganze Druck ist auch viel besser geworden, aber das war halt eines der ersten. Ja, das ist meine Aqua Lady. Ihr seht, ich backe hier die Fäden, das seht ihr sehr oft bei mir. Ja. Ja, man sieht, hier ist sie ein bisschen nass geworden. Und dann verschwimmt auch gleich der Druck ein bisschen. Aber ich benötige bei diesem Bild sowieso sehr oft die Vorlage, da der Druck ja nicht sehr besonders gut ist. Ja, das war Projekt Nummer 6. Und wir starten mit dem nächsten Projekt. Projekt Nummer 7 war dann meine Willow. Ja, die seht ihr sehr gerne. Das habe ich jetzt schon sehr oft gehört. Die gefällt euch sehr gut. So, jetzt glaube ich, sieht man das meiste. Die Willow ist eine Crop-Version, das heißt, es gibt sie auch noch in einer größeren Version. Und das Muster ist von der Cross Stitch Studio, habe es auch dort gekauft. Sie wird 385 Stiche hoch und 250 Stiche breit, also die Breite habe ich schon erreicht. Und dann geht es nach unten noch ein Stück weiter.
Ich habe sie gestartet 2024 im April und ich sticke sie auf 18 Count. Wieder dieser Easy Count. Vom Garn her, ich sticke mit CXC Garn. Sie hat 96 Farben und ja, ich glaube, dann habe ich alles dazu gesagt. Ja, was ist dazugekommen in den letzten 2 Monaten? Und tatsächlich habe ich nur hier ein bisschen weiter gestickt. Also das wäre dann die nächste Seite. Ich rutsche ein bisschen. So, dann sieht man das besser. Also das wäre die nächste Seite und ich habe daran 442 Stiche gemacht. Also sehr wenig nur daran gestickt. Und aktuell bin ich schon bei über 50.000 Kreuzen, die ich daran gestickt habe. Das entspricht 52,80%. Also ich bin schon deutlich über der Hälfte. Wie gesagt, die Breite ist erreicht und es geht dann noch ein Stück nach unten. Ja, also die Haut, das Auge, auch die Haare, es kommt alles ganz, ganz toll raus. Aber so ist es bei jedem Muster von der Cross Stitch Studio. Sie sind sehr detailreich, sie haben sehr viel Konfetti, aber wie ihr seht, sie kommen wunderbar raus. Also eine absolute Kaufempfehlung für die Muster von der Cross Stitch Studio. Ja, meine Willow. Das nächste Projekt, natürlich noch eine Stufe größer. Da habe ich euch auch mitgenommen in einer Stickzeit. Und zwar war das noch im Februar, wo ich euch mitgenommen habe. Und das ist Wild Child. Also ihr seht, da geht es noch ein Stück nach unten. Also sehr großes Projekt. Ja, ich habe das Muster gekauft bei Cross Stitch for Everyone. Das habe ich auf Etsy gekauft. Also der Shop heißt Cross Stitch for Everyone. Ja, sie wird 504 Stiche hoch und 336 Stiche breit. Ich habe hier auch die Breite erreicht und ich habe tatsächlich auch die Höhe erreicht. Also hier ist es tatsächlich aus und ihr seht, was noch dazu kommt, ist doch noch ein großer Teil, obwohl das, was ihr hier seht, sind tatsächlich 60%, 60,38, also fast 2/3 geschafft. Ja, ich habe gestartet im Juni 2023, also das Mädchen wird 3 Jahre alt dieses Jahr. Ja, insgesamt habe ich daran 102.000 Kreuze gemacht, also genau genommen 102.244 und letzten Monat habe ich hier in diesen Bereich gestickt und ja, es ist nicht sehr viel dazugekommen, wie ihr hier seht, nämlich nur 604 Kreuze sind dazugekommen. Auch hier sticke ich mit CXC-Garn. Ja, und CXC-Garn deckt ja wirklich hervorragend, auch an den dunklen Stellen. Also da sieht man keinen Stoff durch. Es deckt sehr gut. Und ja, ich mag auch CXC-Garn sehr gerne. Derzeit sticke ich eigentlich alles entweder mit CXC-Garn oder mit dem Garn von Painting Fairy Cross Stitch. Ja. Dann kommen wir auch schon zu meinem letzten Kreuzstickprojekt. Und das wird ihr sehr oft noch sehen, denn es ist riesig. Ihr seht schon den rechten Rand.
und. Es geht noch weit nach links und da wären wir dann auch. Hier ist der Anfang. Und es ist der romantische Blumenmarkt. Ich werde das hier ein bisschen einschlagen, so, dass das Ganze auch Platz hat auf dem Tisch. Ja, der romantische Blumenmarkt habe ich von Painting Fairy Cross Stitch im Rahmen einer Kooperation erhalten. Der Blumenmarkt hat 124 Farben, aber keine Mischfarben. Das heißt, man erspart sich das Mischen der Farben. Ich sticke es auf 18 Count AIDA und ja, das ganze Bild hat über 164.000 Kreuze und ich habe aktuell, also dieses Teil, was ihr hier jetzt alles seht, sind exakt 10.000 Stiche. Also letzten Monat sind 1400 Kreuze dazugekommen. Also ich habe hier diese Markise fertig gestickt und dann mit das Rosa, das ihr hier seht, ist dann schon der Schirm und darunter kommen ja dann die ganzen Blumen. Ihr seht das ja im Vorschaubild. Ja, aktuell dieser Teil sind knapp über 6%. Also viel noch daran zu tun. Gestartet habe ich ihn im September des letzten Jahres. Ja, tatsächlich hatte ich ihn jetzt das 5. Mal in der Hand. Also immer so um ja, 1000, 2000 Stiche in etwa, was ich sticke im Monat daran. Also leider auch nicht so viel Fortschritt, wie ich mir erhofft habe. Aber ja, auch 1400 Stiche ist ein Fortschritt. Ich sticke hier in diesen Spalten, genauso wie beim Heaven and Earth Soul, und dann geht es in der nächsten Spalte weiter. Der Grund bei diesem Bild ist, es ist sehr breit. Aus diesem Grunde sticke ich hier in den Spalten, dann habe ich mal die gesamte Höhe gestickt und kann diesen Teil dann aufrollen. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Was man hier sehen kann, kommt schon sehr gut raus. Ja, ein sehr schönes Muster. Es hat nicht allzu viel Konfetti. Es ist durchaus ja, nicht schwer zu sticken. Der romantische Blumenmarkt. Und dann wären wir auch schon bei meinen Kreuzstickprojekten angekommen. Und da habe ich ja immer 3 Kreuzstick, entschuldigt, ich meine natürlich meine Perlenstickprojekte. Ich habe 3 Perlenstickprojekte, die ich eigentlich jedes Monat sticke. Tatsächlich habe ich auch sonst keine anderen angefangenen Projekte, keine Perlenprojekte, sondern tatsächlich nur 3. Ja, das erste, was ich euch zeigen möchte, ist meine Katze im Schneeballstrauch. Ich habe hier den Stoff aufgerollt und werde das jetzt auch so lassen. Ihr könnt das ja auch so recht gut erkennen. Ja, die Katze im Schneeballstrauch ist von Docareva. Also wird mit den Preziosa-Perlen gestickt. Ich habe es gekauft bei Lieblingsperlen und die Katze hat 47 Farben. Sie wird 402 Perlen hoch und 230 Perlen breit. Und ich habe sie gestartet im November des letzten Jahres. Ja, dieses Mal habe ich doch etwas wieder mehr daran gestickt. Es ist jetzt die erste Seite fertig geworden. Ihr könnt es ja wieder sehen im Vorherbild auch, wie weit ich das letzte Mal war. Und dann habe ich hier schon die zweite Seite begonnen zu sticken. Und es sollte dann hier bald das Ohr erscheinen der Katze. Also ich hoffe, dass ich euch das dann im nächsten Monatsupdate schon zeigen kann. Ja,
es sind 2121 Perlen dazugekommen. Das heißt insgesamt, was ihr hier seht, sind 5781 Perlen. Das entspricht jetzt da 6,25%. Also da ist auch noch eine Menge daran zu sticken. Aber ich sticke ja meine Perlenprojekte eher so nebenbei, denn ja, ich bin nach wie vor eine Kreuzstickerin und das ist jetzt eigentlich mein Hobby Nummer 1 und erst danach kommen die Perlenstickprojekte. Aber auch zwischendurch macht es Spaß, mal etwas anderes zu machen und dann sticke ich hier an meinen Projekten. Ja, das ist die Katze im Schneeballstrauch. Aktuell sieht man ja nur den Strauch und nichts von der Katze. Aber das sollte sich ja bald ändern. Ja, das nächste Perlenstickprojekt, das habt ihr natürlich auch jedes Monat gesehen. Und zwar sind das meine Vögelchen. Ihr seht, das geht noch weit nach unten. Es ist ein Vordruckbild. Ich habe das damals gekauft bei VIP Cross Stitch und das Bild hat 38 Perlenfarben und verwendet werden hier die 11 Count Perlen, also das ist auch 11 Count Stoff, Aida vorgedruckt. Ich sticke es mit 2 Fäden, also so wie vorgegeben, und habe es gestartet im August des letzten Jahres. Und ja, aktuell, was ist dazugekommen? Und zwar habe ich hier weiter gestickt, also da kommt schon ein Teil der Vögelchen raus und habe hier auch schon den nächsten Vogel begonnen, also hier in Gelb. Aktuell sind 1170 Perlen dazugekommen. Also schön langsam sieht man doch etwas mehr von dem Bild als nur den Hintergrund. Ja, wie gesagt, auch das macht zwischendurch Spaß daran zu sticken. Das, was ihr hier seht, der obere Teil, sind 14.560 Perlen. Also das ist jetzt über 33%, das heißt ein Drittel ist geschafft und das habe ich noch vor mir, also noch einiges. Ja, ich bin ja aktuell hier bei Reihe 90 und das geht bis Reihe 250. Also da ist noch einiges zu tun. Ja, auch hier packe ich meine Fäden. Ich sticke auch das in den 10er Blöcken und das macht mir eigentlich recht Spaß. Ja, das war es dann auch schon zu meinen Perlenvögeln. Gut, und nun mein letztes Projekt. Wie immer das letzte Projekt beim Monatsupdate. Und das ist mein Tiger, mein Perlentiger. So, mein Perlentiger, der ist auf 9 Count. Also auch ein Vordruckbild und zwar mit den großen Perlen. Also ein 9 Count Perlenbild. Ja, aktuell habe ich da auch einiges daran gestickt und zwar habe ich 14 Reihen daran gestickt. Das entspricht 1484 Perlen und ich bin schon tatsächlich sehr weit. Es fehlen hier noch circa 40 Reihen, ein bisschen mehr als 40 Reihen. Also ich hoffe, dass ich das dann auch in den nächsten Monaten schaffe, dass der Perlentiger fertig wird. Und trotz der großen 9 Count Perlen, finde ich, kommt er sehr gut raus. Also er gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, der Perlentiger. Ja.
Sieht auch in der Kamera toll aus. Ein wirklich sehr, sehr schönes Motiv. Ja, der Perlentiger, ihr seht es hier, hat 18 verschiedene Perlenfarben und ich glaube, ich habe ihn mir damals auch selbst gekauft. Das ist, glaube ich, auch keine Kooperation. Aber da bin ich mir nicht mehr so sicher. Also hier ist auf jeden Fall ein Ende in Sicht bei meinem Perlentiger. Bin dann auch gespannt, ob sich auch die Perlen dann auswaschen, wenn man das Bild auswascht. Denn ein bisschen haben sie natürlich die Farbe verändert. Das ist ja leider typisch bei diesen neuen Countperlen, aber das wird sich ja dann zeigen, wenn ich das Bild dann auswasche. Ja, das wäre das letzte Projekt gewesen, an dem ich in den letzten 2 Monaten gestickt habe. Wie gesagt, es ist doch einiges an Fortschritt, aber nicht so viel, wie ich mir eigentlich erwartet habe. Mein Urlaub, wo ich ja fast einen Monat nicht da war, ja, da habe ich habe nicht viel gestickt in meinem Urlaub. Ja, so, und jetzt kommen wir noch zu meinen Plänen, wie ich euch mitgeteilt habe. Und zwar habe ich mir für mich jetzt überlegt, wie soll das die nächsten Monate weitergehen. Ich habe ja einiges an angefangenen Projekten und ich habe ja auch viele, viele Projekte, die ich neu starten möchte. Und ja, ich kann mich oft sehr schwer entscheiden, woran ich arbeiten soll, also was ich sticken soll. Und da habe ich mir jetzt überlegt, auch inspiriert von anderen YouTubern, dass ich das Glücksrad entscheiden lassen werde, was ich jedes Monat sticken werde. Ja, dazu habe ich mir eine App angelegt, das Glücksrad. Ich zeige euch das mal, wie das jetzt bei mir aussieht. Und ja, ich habe hier in meinem Glücksrad die verschiedenen Projekte eingetragen. Also das sind alles die angefangenen Projekte. Und dann habe ich hier auch ein Feld, das nennt sich Neustart. Also das bedeutet, ich kann ein Projekt neu anfangen in diesem Monat. Und das kommt dann natürlich auch wieder zum Glücksrad dazu. Die meisten Projekte werdet ihr hier kennen. Es sind aber auch Projekte, die ich euch noch nie gezeigt habe. Also sollte ich mir so ein Projekt erdrehen, werde ich es euch natürlich dann gleich zeigen. Ja, es sind keine Perlenstickprojekte dabei und auch der Heaven and Earth Soul ist natürlich nicht dabei, denn das ist ja mein Fokusprojekt und da sticke ich jedes Monat daran. An meinen Perlenstickprojekten, ja, die möchte ich nicht dazu nehmen, da habe ich ja nur 3 Projekte und an denen sticke ich tatsächlich so, wie ich wirklich Lust habe. Ja, meine Idee ist nun, ich werde mir 8 verschiedene Projekte erdrehen und an diesen Projekten werde ich dann im kommenden Monat sticken und das bedeutet, ich möchte mir nicht eine Stichanzahl vorgeben, aber ich muss zumindest das Projekt einmal in diesem Monat in der Hand gehabt haben. Das heißt, manche Projekte werden mehr Fortschritt haben, andere wieder weniger, denn es sind ja auch Projekte dabei, die ich nicht so gern sticke. Und dann sind auch noch Projekte dabei, die ich natürlich sehr gern habe. Ja, was sagt ihr dazu? Was haltet ihr von meiner persönlichen Challenge? Schreibt mir das gern in den Kommentaren. Ja, ich dachte, ich probiere das jetzt aus.
Ja, und ich glaube, wir können dann auch gleich starten. Wie gesagt, 8 Projekte werde ich mit dem Zufallsrad erdrehen. Ich werde sie mir aber auch gleich aufschreiben. Einen Moment, ich hole mir nur kurz Zettel und Stift. Der Papier ist da. Ja. So, dann starten wir mit dem ersten Projekt, das ich im April sticken werde. Rose Tattoo, das kennt ihr. Ich schreibe mir das nur ganz kurz auf. Also das erste ist das Rose Tattoo. Das ist das Mini von Heaven and Earth Design. Ich denke, ich erdrehe mir jetzt mal die 8 Projekte und danach hole ich sie und zeige euch nochmal, woran ich sticken werde. Gut, das zweite. Der Otter. Hurra! Da freue ich mich. So, den Otter sticke ich wirklich sehr, sehr gerne. Also da freue ich mich wirklich, dass es der Otter geworden ist. Projekt Nummer 3. Okay, das hatten wir schon. Das ist ja das erste Projekt. Dann nochmal. Wild Child, das habe ich euch ja auch gezeigt. Das ist das Mädchen mit den bunten Haaren. Na, das ist ja bis jetzt eine tolle Mischung und alles Projekte, die ich eigentlich sehr gern mag. Projekt Nummer 4. Die Willow. Da werdet ihr euch freuen darüber, aber ich freue mich auch. Die Willow sticke ich auch sehr gerne. Tatsächlich von den 4 Projekten sind es jetzt 3 mit gezählten Kreuzstich und nur der Otter als Vordruck. Projekt Nummer 5. A Girl Like a Flower. Ja, das ist ein Winterprojekt. Ja, da habe ich jetzt nicht so Lust daran zu sticken. Ich werde euch das dann gleich zeigen, welches Projekt damit gemeint ist. Das war Projekt Nummer 5 und wir starten Projekt Nummer 6. Der Erdbeerzwerg, hurra! Noch ein Projekt, an dem ich gern sticke. So, das heißt, wir haben 6, noch 2 Projekte. Rose Tattoo schon wieder, das hatten wir jetzt schon das 3. Mal. Also das nächste. A Girl Like a Flower hatten wir auch schon. Pumpkin Halloween Castle. Ein Halloween-Projekt. Das ist auch gezählter Kreuzstich. Pumpkin Halloween Castle. Das habe ich leider nicht im Pattern Keeper. Da muss ich mit der Vorlage sticken. Also das wird etwas anstrengend. Ja, habe ich jetzt auch nicht so Lust daran zu sticken. Aber ja, einmal muss ich es in die Hand nehmen. Gut, das nächste und das letzte Projekt. Nochmal Pumpkin Halloween Castle. Das kleine Mädchen, das ist das Vordruckbild von Waterpiece. Das werde ich euch auch gleich zeigen. Ja, aktuell habe ich jetzt meine 8 Projekte
gezogen. Ja, ich hole jetzt kurz die Projekte, die ihr noch nicht kennt, also die ich jetzt dieses Monat nicht gestickt habe, und dann bin ich gleich wieder bei euch. Bis gleich! So, meine Lieben, da bin ich auch wieder. Ich habe mir jetzt alle Projekte rausgesucht, die ich in diesem Video noch nicht gezeigt habe und die ich nächstes Monat sticken möchte. Also das erste Projekt, das ich mir erdreht habe, war ja das Rose Tattoo. Ihr seht es eingeblendet, das Vorschaubild, und so sieht das aktuell aus. Das ist ja das Mini von Heaven and Earth Design. Das heißt, da werde ich jetzt in diesem Bereich dann nächstes Monat weiter sticken. Ja, Mini Rose Tattoo von Heaven and Earth Design. Das wäre das erste Projekt, woran ich arbeiten werde. Ja, das zweite Projekt ist ja der Otter. Den habe ich euch ja gerade vorher gezeigt. Also hier ist er nochmal ganz kurz. Und zwar werde ich jetzt auch hier in diesem Bereich weiter sticken, so wie ich es vorher angekündigt habe. Also am Gesicht weiter sticken. Ja, das wäre das zweite Projekt für den April. Das dritte Projekt, was ich mir erdreht habe, habe ich euch auch gerade gezeigt. Das ist Wild Child. Da werde ich hier in diesem Teil weiter sticken. Ja, im April. Dann haben wir die Willow. Ich hoffe, dass ich da einiges an Fortschritt jetzt schaffe. Und da werden wir, also ich werde sticken in diesem Bereich, also an dieser Seite weiter sticken bei der Willow. Das war Projekt 4. Genau, dann hatte ich A Girl Like a Flower gedreht. Und das ist das Winterprojekt. Also das Mädchen hier mit der Tasse. Ja, da werde ich wahrscheinlich in dem oberen Bereich weiter sticken. Wie gesagt, da bin ich jetzt gerade nicht so motiviert daran zu sticken. Aber wie gesagt, einmal muss ich es doch in der Hand haben. Das sieht jetzt so aus, also ihr seht, das habe ich schon geschafft. Hier die Blume auch geschafft. Ja, das ist A Girl Like a Flower. Das war Projekt 5. Dann haben wir Projekt Nummer 6. Da freue ich mich sehr darüber. Den Erdbeerzwerg gezogen. Also da geht es auf jeden Fall weiter beim Erdbeerzwerg. Wie gesagt, hier in diesem Bereich werde ich sticken. Und dann Projekt Nummer 7. Also entschuldigt, es ist nicht gebügelt. Ist der Pumpkin Halloween House. Da habe ich ja noch nicht viel daran gestickt. Ihr seht es wieder hier eingeblendet, wie es aussehen soll. Ja. Jetzt auch nicht gerade das Motiv, worauf ich mich gerade freue, aber ja, einen Faden werde ich auf jeden Fall auch bei diesem Projekt sticken. Ja, und zum Abschluss als Projekt Nummer 8 ist das kleine Mädchen geworden von Waterpiece. Da freue ich mich, auf das habe ich Lust. Und ja, ihr seht es eingeblendet. Ja, da werde ich jetzt diesen Block dann fertig sticken und dann mit dem nächsten Block starten. Das kleine Mädchen von Waterpiece. Ja, das war's dann tatsächlich, meine 8 Projekte. Dazu kommt natürlich der Heaven and Earth Soul, daran werde ich auf jeden Fall weiter sticken und je nach Lust und Laune auch noch an meinen Perlenstickprojekten. So, das war das ganze Video. Das war alles, was ich euch zu zeigen und zu sagen habe. Also schreibt mir gern in den Kommentaren, was ihr von meiner
persönlichen Challenge haltet. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns hoffentlich auch wieder im nächsten Video und ja, eine schöne Zeit bis dahin und tschüss.